Hi, hello und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen weiter mit unserer Let's Play-Reihe. Heute ist der Plan, ich mache einmal den Eulen Run mit euch. Gehe als erstes mal ein bisschen auf die Eulen Farm Map. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Also ich habe mir Eulen-Equipment geholt. Dafür muss ich aber noch ein paar Level hoch werden. Ich werde zwar den Run einmal mit euch laufen, aber ich habe hier einmal das Equip schon fertig da. Ich habe mir Karte der Mächtigen geholt. Ich meine, die kostet nicht viel. Man muss ein bisschen farmen am Anfang, aber ich habe sie bei mir noch gehabt, deswegen benutze ich die jetzt. Einfach weil es ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt. Und dann habe ich mir noch ein paar Mounts geholt. Einfach damit das Gameplay schneller vorangeht. Das sind jetzt keine Item Shop Mounts, aber die haben Metin. Der Boss, aber die anderen haben Metin drin einfach. Damit es ein bisschen schneller vorangeht. Dann würde ich sagen, als erstes müssen wir auf die Eulen-Map gehen, um diese Eintrittskarten-Entries zu bekommen. Und das ist unser erstes Ziel. Falls ihr es nicht wissen solltet, wenn ihr hier die Sachen aktivieren wollt, müsst ihr nicht im Inventar alles einzeln anklicken. Es reicht, wenn ihr die Taste P drücken tut. Und dann wird alles einmal aktiviert. Ist praktisch. Ein bisschen Zeit sparen. Und hier auf dieser Farm Map ist die einzige Map, wo ihr diesen grünen Angriffstrank plus 10 bekommt. Wenn ich einen gedroppt habe, zeige ich euch das. Die könnt ihr hier echt gut farmen, auch als niedriges Level, weil die kannst du gut verkaufen. Kaufen vor allem die High Leveler, weil man die eben nur auf diese einen Map bekommt. So, damit kann man gut Young machen am Anfang auch. Weil ja am Anfang ist immer das Struggle, dass man einfach nicht genug Young hat, um überhaupt irgendwas zu machen. Ah ja, momentan ist auch Puzzle-Event. Halloween-Event ist heute auch gestartet, aber der Run ist noch buggy. Davon werde ich auch ein Dungeon-Run-Video für euch machen, sobald es nicht mehr buggy ist. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Aber ja, hier seht ihr das. Angriffstrank plus 10. Der ist praktisch für euch selber und der lässt sich gut verkaufen auf Map 1. So, wir sind jetzt schon Level 78. Das heißt, wir können das Eulen-Equip schon holen. Und ich habe gesehen, wir haben schon 4 Einladungen. So, ich kann einmal mit euch den Run laufen. Hier bekommen wir ein Buch der Segnung. Das ist für eure NPC-Buff. So, erstmal rufen, nicht vergessen. So wie ich es gerade getan habe, ich habe es vergessen. Aber Buch der Segnung ist sehr gut. Ihr bekommt auf jeder Farm-Map eine Art von Büchern. So, bleibt auf dieser Map so lange, bis ihr genug Bücher habt, damit die auf G kommen. Das ist sehr wichtig, ansonsten müsst ihr die von anderen Spielern kaufen. Und es geht halt alles ins Geld. So. Wir machen jetzt als erstes, rüsten wir uns das aus. Ich weiß, ihr habt diesen Luxus nicht, aber ich habe mir auch damals alles erspielt. So, es dauert ein bisschen länger, aber es geht schon. Es ist halt ein langlebiger Server, so
wenn du alles von heute auf morgen schaffen könntest, würdest du auch keinen Spaß daran haben. Auch in den Dungeon, auch in den Run. Dann zeige ich euch, wie das einmal funktioniert. So, ihr habt hier diesen Verkäufer. Und das Einzige, was ihr machen müsst über den ganzen Run, ihr müsst den beschützen. Ihr müsst den beschützen vor den ganzen Monstern. Jetzt war ich natürlich so dumm, sag ich mal, und habe mir keine Tapferkeitsumhänge geholt. Hätte ich ein bisschen vorrennen können und hätte die alle zu mir ziehen können. Aber ja, habe ich verkackt. Und wenn ihr Rechtsklick auf den macht, seht ihr, wie viel HP der noch hat. Oh, falsche Taste. Und ihr seht, meine Buffy levelt sich schön mit hoch. Sehr gut. Vorgehen. Ab und zu ist der Run buggy. Bewegt euch ein bisschen hin und her und dann seht ihr, damit die Monster bei ihm sind. Müsst ihr immer drauf achten. Man war es zumindest damals. Das ist schon eine Zeit lang her, wo ich den Run gelaufen bin. Und jetzt seht ihr, welchen langen Weg der Händler gehen muss. Da hinten sind wir am Ziel und da haben wir gestartet. Bisschen eintönig der Run. Aber ja. Den müsst ihr jetzt zum Glück nur 8-mal laufen, um mehr Equipment alles zu haben.
Jetzt haben wir es ja gleich geschafft. Also, um den Run zu schaffen, solltet ihr ein Reck haben oder Vollmondschwert mit mindestens 35 DSS, sage ich mal. Dann holt ihr euch das Himmelstränen-Equipment auf Map 1 und die 61er Rüstung, was ihr sowieso bekommt durchs Leveln. Mit dem Equipment und am besten dann noch eine Buff 300 plus Int und dann solltet ihr kein Problem haben, den Run zu schaffen. Und wenn ihr ihn einmal geschafft habt, könnt ihr euch gleich die Waffe holen von dem Eulenrun und dann sollte sowieso kein Problem mehr sein. Ist nur allererst mal ein bisschen schwerer, weil ihr halt mit dem Map 1 Rüstungen und Equipment zurechtkommen müsst. So, jetzt haben wir es geschafft. Der Händler ist verschwunden und hier ist der NPC rausgekommen. Und einfach draufklicken, ihr habt es geschafft, bla bla bla. Hier könnte man theoretisch für 300 Dragon Coins die Punkte erhöhen, dann würdet ihr anstatt 1 Punkt 2 Punkte bekommen. Aber kostet halt echt Geld und es lohnt sich nicht bei den ersten Runs. Und ich meine, so schwer ist der Run jetzt nun auch nicht. Oh, ja, das habe ich eigentlich noch gar nicht erzählt. Ihr seht ja diese Muscheln gerade hier auf dem Bildschirm, wenn ich sie treffen würde. Die Muscheln ist ein Event, ist das Brettspiel. Könnt ihr hier unten anklicken. Und dann seht ihr schon das Spielfeld. Und auf diesen roten Feldern bekommt ihr Items. Hier könnt ihr einen Mount, das sind Fragmente, was ihr da bekommt. Und wenn ihr genug Fragmente habt, könnt ihr euch einen Mount daraus machen. Das ist eigentlich echt nice. Aus dieser Truhe kann mit Glück Kostüme kommen. Und alles andere sind einfach so ein paar Bonusse, die sich lohnen. Also ich würde das Würfelbrettspiel immer wieder machen. So, jetzt habe ich euch einmal den Run gezeigt. Jetzt wisst ihr, wie der funktioniert. Den müsst ihr einfach 8-mal laufen, damit ihr euer Equipment voll habt. Und dann kann es eigentlich schon weiter auf die Map gehen. Dann könnt ihr einfach weiter leveln. Wir gehen jetzt auch wieder zurück auf die Oil Map. Mein Ziel ist es heute zumindest Level 100 und vielleicht auch schon höher zu werden. Vielleicht mache ich auch nochmal einen Anubis-Run in diesem Video. So. Natürlich, wenn ihr am Anfang euch ein bisschen Young erfahren wollt, bleibt ein bisschen auf der Young, auf dieser Oil Map, macht eine Anti-XP rein und farmt diese Tränke. Weil ich habe letztens, glaube ich, 50 von diesen Tränken für 40 Barren gekauft. Also kann man damit schon gut Young machen. Ihr könnt auch einfach einen Farmer machen, weil ich meine, Level 60 erreicht man schnell. Wenn ihr einmal das Equip habt, müsst ihr es nicht nochmal holen. Und dann könnt ihr euch einen Eulenfarmer machen. Mal alles schon einsammeln. Bei diesem Puzzle-Event, was jetzt ist, bekommt ihr Puzzleteile und wenn ihr alle Puzzleteile voll habt, dann geht automatisch, bekommt ihr irgendeinen Gegenstand. Ich kann es euch mal zeigen. So schaut das aus. Ihr seht jetzt hier, ich habe Puzzleteil 2, 8, 9, 15, 17 und 20. Alle anderen fehlen mir noch. Und es ist random, was du bekommen kannst. Du kannst Young bekommen, du kannst
diebische Handschuhe bekommen. Das sind verschiedene Items. Und du machst es halt automatisch mit. So, warum nicht? Diese Heldenpakete, damit kann man auch Young machen. Wenn ihr die Heldenpakete genug gefarmt habt, könnt ihr die öffnen. Die Taubpakete lassen sich gut verkaufen, aber man kann auch selber die Taubpakete öffnen und einfach Taus herstellen. Taus gehen immer gut weg. Das sind so ein paar Kleinigkeiten, wie man gut Young machen kann, auch als Low-Leveler. Man muss nicht immer High-End sein, um richtig viel Cash machen zu können. Genauso wie Erzen. Ihr könnt euch auf dem 2, könnt ihr euch die Pickaxe holen, bei diesem Holzfäller, der da rumrennt. Ist irgendwo in der Stadt, bisschen außerhalb. Und dann tut ihr einfach einen Tag lang Erzen. Erz geht immer. Da eben Holzader. Brauchen ganz viele Leute für Stärke-Equip. Diamanten gehen weg. So gut wie jedes Erz geht weg. Damit kann man immer wieder Young machen. Ich kann auch eigentlich Erfahrungsmenge nutzen. Dann geht das Level ein bisschen schneller noch. Ich habe mir hier Erfahrungsmenge Plus. Die bekommt man durch Monde-Event, durch Hexagon, durch verschiedene Events kann man die auch bekommen. Auch durch dieses Puzzle-Event. Durch das Puzzle-Event könnt ihr auch diese Erfahrungsmenge Plus erfahren. Dann geht das Leveln einfach noch schneller ein bisschen. Nehmen wir mal mit. is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Und was ich auch gesehen habe, was sehr viele den Fehler machen, beziehungsweise ja, Fehler, die ziehen diese die ziehen diese Monster jedes Mal mit. Braucht ihr eigentlich nicht. Erstens, die Monster kaputt zu machen, dauert. Es dauert echt lange. Und ihr bekommt definitiv mehr XP, wenn ihr einfach nur die Mädchensteine kaputt macht. Ist egal, auf welcher Map du unterwegs bist. Man sollte eigentlich die Monster, wo random so sind, nicht mitziehen. Weil es dauert einfach zu lange, die kaputt zu machen. Bei Mädchenstein ist es ja so, das sind ganz viele Monster und wenn der Mädchenstein kaputt ist, sterben alle. Und du bekommst bam, auf einmal ganze XP. So. Ich zeige euch auch noch, wo der Boss ist hier. Dann gehen wir mal zum Boss. Jede Karte, also jede Map hat einen eigenen Boss. Es gibt Maps, das sind auch mehr wie ein Boss. Ich werde euch auf jeden Fall von jeder Map mal den Boss zeigen, damit ihr wisst, wo der ist. Die ersten Bosse droppen eigentlich nicht wirklich irgendwas Besonderes, aber später dann, umso höher du bist, desto mehr Sachen. Achso, Entschuldigung, das wollte ich nicht machen. Das hier auf jeden Fall ist der Boss, immer hier im Dunklen. Ja. Ich meine, vielleicht schaffen wir in einem anderen Channel, wenn wir die kaputt machen. Dann kann ich euch zumindest zeigen, was man bekommt. Jetzt suchen wir mal Channel 3. Es lohnt sich, die Bosse zu farmen. Vor allem späteren Bosse, weil durch die bekommt ihr euer PvP-Up-Items. Lassen sich super gut verkaufen und falls ihr keine Lust habt auf PvP, könnt ihr damit echt viel Geld machen. Hier ist unser Boss.
Jetzt momentan kann man die Puzzleteile machen, ja. Aber ihr bekommt da eigentlich nur Truhe des Eulenkönigs, ja. Bei dem bekommt ihr noch keine PvP-Up-Items. Hier bekommt ihr Up-Items, könnt ihr Up-Items rausbekommen. So. Auch Goldbarren kann man mitnehmen, den Boss, aber am Anfang lohnt sich halt nicht. Aber kann man machen, warum nicht? Bringt euch ja auch nicht um. Und auf der Eulen-Map, da gibt es nur hier den Boss, nur einen Boss. Die Perlen, was er hier droppen tut, denkt man am Anfang, die sind für nichts zu gebrauchen. Aber wenn man doch sich mal dazu entscheidet, zu angeln, dann braucht ihr diese Perlen, um eure Angelroute hochzuappen. So, sammelt die, farmt die hier und behaltet die. Tut sie einfach in euer Lager rein. Irgendwann, wenn ihr Bock zu angeln habt, braucht ihr diese Perlen. Ich lasse einfach ein bisschen Musik laufen und werde jetzt schnell auf 100 leveln. Viel zum Erzählen gibt es momentan eh nicht. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off. Du kannst übrigens auch Auto-Pickup. Das nutzen wir gleich für eure Schamane. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Ja, das sind die Pflanzen. Auch bei der gemischtbaren Händlerin könnt ihr euch diese Sichel holen und dann könnt ihr diese Pflanzen hier abernten. Und dann zeige ich euch am Ende des Videos den NPC, wo ihr euch diese Spezialtränke für die Maps herstellen könnt. Ist auch nochmal extra Damage. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold.
Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man, it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she savage, she wants cash money and she knows that I live lavishly. I wanna live, I'm cold inside, give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive, one day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand, I got a plan, I'm the man, now I'm teaching the game, a veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking in my hand and it's steady, I'm trending, ascending and blending, lyrical bending, now I'm spreading and getting my name out now, yeah, they hearing me laugh, all the crowds repping the sound, I'm hitting the ground, running, up and coming, ain't nothing, yeah, rookie of the year, I'ma keep it 100, cold-blooded, no budget, from nothing to something, I ain't bluffing, I got a full hand and a full plan, I ain't gonna stop till I'm at the top, man, every single drop got me feeling awesome, I'm about to pop, started from the bottom, yeah, I wanna live, I'm cold inside, give all I have just to feel alive, I fight to live, I fight to strive, one day I'll have what I want in life. Sackgasse. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no, I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no, my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily. Oh, da ist der Boss wieder. Nehmen wir einfach mal mit. Ihr habt gerade gesehen, ich habe 500 Millionen bekommen, weil ich einmal alle Puzzleteile hatte. Jetzt fehlen mir wieder ein paar. Aber es geht automatisch in euer Equip rein, wenn ihr es komplett voll habt. Ja, der Preis waren jetzt 500 Millionen. Und ihr seht jetzt auch, ich habe schon einen Bauern, 1,4 Bauern gemacht. Geht voran. Tight and your family in sight. Never cease to fight for the things you think are right. Cause you just might find you control your own mind, eh? You'll be fine, eh? Just take your time, eh? Enjoy the climb, eh? Enjoy the grind, eh? You never really know what's on the other side till you give that shit a try. Know the limit is the sky. Ich würde sagen, ein Level machen wir noch und dann beende ich erstmal das Video. Ich werde noch einmal Map 1 euch das zeigen, was ihr mit der Sichel, wo ihr dann diesen Spezialtrank für die Map herbekommt. Und dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Video weiter. Im nächsten Video machen wir Anubis Run. Leveln wir uns erstmal auf Level 100, machen wir Anubis Run und dann geht's weiter mit dem Leveln. Letzter Stein. Jetzt
sind wir schon Level 95. Ab Level 100 können wir auf die Wüstenmap gehen. So. Let's go to Map 1. Nicht wundern, ich bin Channel 3er gegangen. Deswegen seht ihr gerade hier keine Spieler. Hier ist auf jeden Fall der NPC, da wo ihr die ganzen verschiedenen Map-Tränke herstellen könnt. Und da wird euch eigentlich alles gesagt. Hier kriegt ihr diesen Baichu, ist plus 45% stark gegen Wüste. Macht extrem viel aus an eurem Damage. Und das Einzige, was ihr machen müsst, das hier bekommt ihr von diesen Pflanzen, was ich euch gezeigt habe auf der Map. Und die Schale mit Wasser könnt ihr euch hier kaufen. Hier. Und es kostet auch nicht so viel. Das kann sich jeder leisten. Hier die Sichel. Ihr müsst einmal Sichel, einmal das. Und wenn ihr das benutzt, verschwindet sie. Genauso wie das benutzt ist, verschwunden. Aber für 45% stark gegen die Map lohnt sich auf jeden Fall. Auch wenn ihr den Run laufen tut, den Eulenrun, nutzt es aus. Wirklich. Hier ist stark gegen Hölle, ist für Level 140er. Gegen Eis habt ihr alles da. Es auf jeden Fall lohnt sich. Ich würde sagen, ich beende das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe euch gut erklären können, wie ihr auch als Low-Leveler gut Young machen könnt. Ich meine, ich habe mich jetzt ein bisschen gelevelt. Ich war Level 70 beim Start, jetzt bin ich 95. Ich habe 34 Angriffstränke plus 10. Ist schon echt viel Geld. Derzeitig ist auch das Halloween-Event. Ihr könnt diese Eintrittskarten auch ganz easy verkaufen. Ich verspreche euch, wenn ich die jetzt in den Shop reinmachen würde für 5 Barren, so 5 Milliarden, morgen hätte ich dieses Geld da. Benutzen tue ich sie halt selber, deswegen tue ich sie jetzt nicht verkaufen. Das Problem ist, diese großen Dungeon Runs braucht ihr echt starke Mounts und solltet ein höheres Level haben, damit ihr die machen könnt. Aber ist ja nichts Schlechtes. Es ist umso besser für euch, dann könnt ihr einfach nur diese Eintritte farmen und verkaufen. So könnt ihr richtig viel Geld machen. Damals, wo ich ganz frisch angefangen habe auf dem Server, war auch Valentinstag-Event. Ich konnte den Run nicht laufen, aber war mir egal. Ich habe so viel Geld gemacht, nur mit den Eintrittskarten verkaufen. Und wenn ihr genug Geld gefarmt habt, könnt ihr euch auch teure Mounts kaufen. Wenn ich hier so gucke, Abenteuer Kükenreiter hat keine guten Werte. So, es gibt mir 10.000 HP und Bewegungsgeschwindigkeit. Wow. Ist so, habe ich für 600 Barren mir gekauft. Und das farmt ihr ganz easy. Diesen legendären Bonus, das kostet ein bisschen mehr. Es kostet derzeitig kostet ein Einfüger ungefähr 300 Barren. So einen Wechsler kriegt man zwischen 160 und 170 Barren. Aber ihr könnt Glück haben. Ihr tut einmal einen legendären Einfüger rein und bam, 20 Mädchen kann rauskommen. Hatte ich alles schon. Ihr könnt auch Pech haben und ihr verbraucht 10 Switcher und habt immer noch keinen guten Mädchen. Aber muss man probieren. Geburtstagsbears, die wird man nicht mehr bekommen. Das war auch ein Spezialevent. Diesen Fuffi-Rufer bekommst du immer wieder. Es kommt ein Event, da könnt ihr den aus den Dungeon bekommen. Also es kommt ein Event, da müsst ihr farmt ihr Kisten auf den Maps und bekommt Schlüssel, wenn ihr Dungeon absolviert. Darum kann das kommen. Da kann auch Eiswolf kommen, können gute, starke Mounts kommen. Deswegen achtet immer, welche Events aktiv sind, macht damit. Und es gibt viele kleine Dinge, wo man Young machen kann. Es muss nicht immer High-End sein und dann kannst du gut Young machen. Nein. Diese Tränke bekommt ihr, wie gesagt, nur auf dieser Eulen-Map. Und
ich kann euch versprechen, die gehen super gut weg auf Map 1 im Shop. Einfach reinmachen, einfach verkaufen. Aber ansonsten beende ich das heutige Video und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.